Ein offizielles Ausweisdokument über Zugehörigkeit der Basis 211 Neuschwabenland soll die Existenz einer Station im antarktischen Eis bestätigen. Endlich gibt es handfeste Beweise. Diese werde ich euch in diesem Video vorstellen. Der wohl größte Mythos um das Dritte Reich und die Nationalsozialisten ist neben einer bemannten Mondstation die Basis 211 Neu-Berlin in Neuschwabenland, Antarktis. Diese Station im ewigen Eis erhitzt die Gemüter von Kritikern und Gläubigern gleichermaßen. Bis heute werden fehlende Beweise als Widerlegung einer solchen Station angeführt. Andere Meinungen tendieren dazu, dass diese Station der strengsten Geheimhaltung unterlag und dass deswegen keine Beweise existieren. Bis jetzt. Gleich mehrere Ausweise aus Neuschwabenland und der Basis 211 Neu-Berlin sind aufgetaucht. Jetzt ist endlich die Existenz der Basis 211 bewiesen. Oder doch nicht? Schauen wir uns diese Ausweise mal genauer an. Das ist ein solcher Ausweis. Ganz oben steht Neuschwabenland geschrieben. Darunter ist der Reichsadler abgebildet. Dann folgt ein englischer Begriff, Base 211. Und in Anführungsstrichen ist Neue Berlin zu lesen. Darunter befindet sich ein Hoheitsabzeichen, welches nicht bekannt ist. Diese Flagge weist Ähnlichkeit zur Reichskriegs- und Marineflagge des Dritten Reiches auf. Allerdings nur eine Ähnlichkeit. In der linken oberen Ecke sind Sterne zu sehen. In der eigentlichen Flagge ist dort das Eiserne Kreuz angeordnet. Das schwarze Kreuz auf der Flagge weist 2 schmale und 2 breite Streifen auf. Zudem ist es mittig angebracht. Bei der eigentlichen Flagge ist der Sitz des Kreuzes weiter links und es besteht aus einem dicken und 2 schmalen Strichen, die sich in einem Kreis kreuzen, wo das Hakenkreuz angeordnet ist. Bei der Neuschwabenland-Flagge wird die Mitte nicht von einem Kreis, sondern von einem angekippten Viereck dargestellt. Was sofort ins Auge fällt, sind einige Unregelmäßigkeiten. Zuallererst sticht die Flagge hervor. Wenn es doch eine Basis des nationalsozialistischen Dritten Reiches ist, warum wurde sie grundlegend verändert? Dazu finden sich folgende Aussagen. Die Flagge wurde verändert, da das Territorium des Dritten Reiches einen anderen Standort erhalten hat. Ich kann hier eindeutig sagen, dass diese Erklärung nicht der Wahrheit entspricht. Diese Flagge ist US-amerikanisch inspiriert. Offensichtlich stammt der Fälscher aus den USA, da auch die Nationalsozialisten ihre Basis 211 nie als Base 211 in Anführungsstrichen bezeichnen würden. Ein eindeutiges Indiz ist die Schriftart. Die Schriftart ist die Frakturschrift und diese wurde 1941 durch die Schriftart Antiqua ersetzt. Möglich wäre eine Ausstellung vor Änderung der Amtsschrift. Schauen wir nun in den Ausweis und was dort zu finden ist. Auch hier ist Neuschwabenland und die Base 211 in Anführungszeichen zu sehen. Der Inhaber ist Klaus Klatt. Dann geht es weiter mit dem Familiennamen, der auch mit dem Artikel der davor bezeichnet ist. Obwohl der Name oben aufgeführt ist, wird hier nach dem Familiennamen gefragt. Doch findet sich hier ein Wort, welches nicht zu lesen ist, mit der Bezeichnung Base 211 dahinter. Die Zeile darunter ist ebenfalls beschriftet. Aber was dort eingetragen werden soll, befindet sich unter der Zeile. Es soll die Nummer bei der Ausgabe angeben. Dann geht es weiter mit der Blutgruppe. Darunter die Gasmaskengröße. Gefolgt von der Unterschrift des Kommandeurs und die Nummer der Abteilung. Bezeichnend ist das eingetragene Datum, obwohl dieses nicht explizit aufgeführt ist. November 44, also lange nach der Änderung der Schriftart. Die Fälscher waren offensichtlich nicht sorgfältig und kannten sich nicht aus. Zu sehen ist noch ein Dienstsiegel links und ein Stempel, der unkenntlich ist, über die gesamte Unterschrift und das Datum. Ganz unten auf dem Ausweisdokument ist das Wort Antarktika zu lesen. Die Seite mit dem Lichtbild. Wieder Neuschwabenland, Base 211 in Anführung und Neue Berlin. Offensichtlich war der Aussteller und Verfasser des Ausweisdokumentes nicht der deutschen Sprache mächtig. Hier bleibt kein Zweifel, dass uns hier eine ausländische Fälschung vorliegt. Ein solcher Fehler in einem Dokument der Nationalsozialisten ist undenkbar. Das Lichtbild ist oben links gesiegelt und unten rechts ebenfalls.
Auffällig ist, dass das Bild eingeklebt wurde und nicht durch Lochnieten befestigt ist. Aber das muss erstmal nichts heißen. Dann erkennen wir noch das Logo der deutschen antarktischen Expedition 1938-39. Warum dieses Logo dort abgebildet ist, ist fraglich. Der Richtigkeit halber müsste dort diese ominöse Flagge mit dem Hakenkreuz abgebildet sein, da ein Logo einer Expedition kein Hoheitszeichen ist. Ganz unten finden wir die eigenhändige Unterschrift. Was denkt ihr zu dem Ausweis? Seid ihr auch der Meinung, dass uns hier eine Fälschung vorliegt? Doch gibt es noch weitere Ausführungen, die einander stark ähneln, aber doch unterschiedlich sind. Schauen wir auf dieses Dokument. Wir können eine andere Aufmachung erkennen, doch bleiben die Fehler die gleichen. Wieder schön zu sehen, die Hoheitsflagge mit Sternen. Dann die Base 211, Neue Berlin in der Anführung. Und was dann stark verwundert, ist das Logo der deutschen antarktischen Expedition. Was hat dort ein Logo einer zivilen Expedition zu suchen und zu sagen? Und das auf der ersten Seite eines offiziellen Ausweisdokumentes. Anderer Fälscher oder beabsichtigt, da sich Dokumente verändern? Schauen wir mal in diesen Ausweis. Der Blick in das Innere zeigt eine nahezu identische Aufmachung. Was hier sofort ins Auge fällt: Das Datum ist gleich. 2 verschiedene Dokumente, die am selbigen Tag ausgestellt und unterschrieben wurden. Offensichtlich waren die Fälscher sich nicht einig, wie das Dokument final auszusehen hat. Der Familienname ist ebenfalls identisch. Die Nummer bei Ausgabe ist ebenfalls identisch. Die Schriftart bei Ausstellung 1944 ist immer noch Fraktur. Auf der rechten Seite ist tatsächlich das erdachte Hoheitsabzeichen abgebildet und nicht mehr das Logo der deutschen antarktischen Expedition von 1938-39. Der Rest ist identisch und auch die Fehler sind übernommen worden. Hier handelt es sich um eine Fälschung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den USA stammt. Das zeigt die Fahne, die sehr amerikanisch inspiriert wirkt. Und auch, dass die Basis mit Base angegeben ist, zeugt von der Herkunft aus dem englischsprachigen Raum. Egal wie schön es wäre, die Existenz der Basis 211 in Neuschwabenland zu beweisen, sollten wir bei allem, was Hinweise auf die Existenz beweisen soll, äußerst kritisch bleiben. Wo sich Menschen für ein Thema interessieren, wird auch immer ein Markt entstehen, wo andere Menschen versuchen, einen Profit daraus zu schlagen. Zudem wird mehr Desinformation als Information gestreut. Deswegen ist es wichtig, genau hinzuschauen und zu prüfen, da die Weiterverbreitung von solchen Fehlinformationen einer historischen Aufarbeitung im Wege stehen. Und letztendlich eine ernsthafte Nachforschung zu dieser Basis als lächerlich erscheinen lässt. Wir dürfen bei allem Zweifel doch eines nicht vergessen: Sollte es eine solche Basis gegeben haben, dann unterlag sie der strengsten Geheimhaltung. Dazu verlässliche Unterlagen zu erhalten, ist wohl eher unmöglich. Besonders bei der Tatsache, die im Raum steht, dass diese Basis noch sehr lange nach dem Krieg von den Nationalsozialisten genutzt oder immer noch genutzt wird. Dass es eine solche Basis gegeben hat, können wir weder bestätigen noch dementieren. Wir dürfen bei allen Zweifel doch eines nicht vergessen: Sollte es eine solche Basis gegeben haben, dann unterlag sie der strengsten Geheimhaltung. Dazu verlässliche Unterlagen zu erhalten, ist wohl eher unmöglich, besonders bei der Tatsache, die im Raum steht, dass diese Basis noch sehr lange nach dem Krieg von den Nationalsozialisten genutzt oder immer noch genutzt wird. Dass es eine solche Basis gegeben hat, können wir weder bestätigen noch dementieren. Und nur weil wir etwas nicht finden, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Nur weil wir uns etwas nicht vorstellen können, heißt das nicht, dass es sowas nicht gibt. Ich darf nochmal auf mein vorheriges Video verweisen. Dort werden sogenannte Mythen und Verschwörungstheorien gezeigt, die es hätte nicht geben dürfen. Und doch sind diese Realität gewesen und es gab sie. Doch erst lange nach dem Krieg wurden diese durch Forscher und Wissenschaftler entdeckt. Ich habe bereits mehrfach vermeintlich echte Dokumente, Bilder und Videos genauer unter die Lupe genommen. Zu welchem Schluss ich kam, könnt ihr sehen, wenn ihr den Verlinkungen in der Videobeschreibung folgt oder oben in die eingeblendete Playlist zur Basis 211 am Südpol folgt. Es geht auch spannend weiter, auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.